Was die meisten nicht wissen, ist, dass unsere sogenannten Befreier, die so als Helden hier tituliert werden im Nachkriegsdeutschland, ebenfalls Frauen vergewaltigt haben. An erster Stelle Amerikaner und Franzosen. Bei den Franzosen und bei den Amerikanern waren es Tausende, bei den Russen waren es Hunderttausende. Im Grunde genommen ist es immer dasselbe. Und genau das wird halt so nicht benannt. Und ich gebe den Zeitzeugen eine Stimme. Die Historikerkommission, die Dresden untersucht hat, die kritisiere ich über 10 Seiten, was da für Fehler drin waren im Historikerbericht. Und die haben auch gesagt, dass viele Zeitzeugenberichte einfach nicht stimmen. Die wären nach dem Krieg irgendwie, also auf gut Deutsch gesagt, erfunden worden. Sie hätten sich nicht mehr richtig erinnert und bla bla bla. Aber bei den jüdischen Opfern wird natürlich jedes Wort geglaubt. Und da habe ich natürlich auch in meinem Buch geschrieben, ist das dann eine Krankheit der Deutschen, dass man denen nicht glaubt, was sie nach dem Krieg sagen? Was hat Michael Grant mit Angela Merkel gemeinsam? Was haben wir gemeinsam? Angela Merkel bekommt die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg, die Stauffer-Medaille, überreicht für ihre hervorragende Corona-Politik. Sie erhält die Medaille in Gold, die höchste Auszeichnung des Landes, überreicht vom Ministerpräsidenten. Ich habe diese höchste Auszeichnung ebenfalls erhalten, die Stauffer-Medaille, für meine Verdienste für das Land Baden-Württemberg. Und zwar damals für mein Buch über die letzten Konzentrationslager auf der Schwäbischen Alb. Also, Angela Merkel und ich haben etwas gemeinsam. Wir sind beide Träger der höchsten Auszeichnung des Bundeslandes und beide Träger der Stauffer-Medaille. Allerdings sie in Gold und ich in Silber, aber wir haben es trotzdem gemeinsam. Ob das nun gut ist oder schlecht, müssen andere beurteilen. Ja, ein herzliches Willkommen, Herr Grant. Ich grüße Sie. Hallo Herr König, grüße Sie auch. Ja, wir haben heute wirklich einen erfreulichen Grund, uns wiederzutreffen. Heute oder vor ein paar Tagen besser gesagt, ist Ihr Buch nun wirklich erschienen. In Farbe, in einer wirklich beeindruckenden Ausführung und Form. Und das haben wir jetzt auch zum Anlass genommen, um auch von den ganzen Interviewkommentaren und Fragen, die sich über mehrere Tage jetzt auch erstreckt haben. Und wir wollen natürlich dann auch den Zusehern die Möglichkeit geben, dass ihre Kommentare und ihre Fragen auch mit einfließen in das ganze Projekt, um das Ganze auch interaktiver zu gestalten. Werden wir gleich ein paar Kommentare und Fragen bearbeiten. Wir werden uns nochmal ein paar große Punkte aus dem Buch heraussuchen, oder ich durfte das schon machen, und um einfach nochmal so ein bisschen das Ganze nochmal noch lebendiger zu machen und auch die Leute noch mehr mitzunehmen. Und danke dafür, dass Sie sich dafür nochmal die Zeit genommen haben, um das so mit uns durchzugehen. Ja. Ja, Herr Grant, ich finde es immer wieder wichtig, auch für die Zuseher, die vielleicht heute zum ersten Mal Sie erleben und ganz neu hier sind, Sie nochmal vorzustellen. Denn Sie sind jetzt nicht irgendjemand, der sich gedacht hat, ich schreibe jetzt hier mein erstes Buch. Ja, Sie haben mittlerweile über 30 Bücher publiziert. Ja, und Sie arbeiten seit 1992 als Publizist in den Themenbereichen Wirtschaft, Finanzen, Zeitgeschichte. Und haben auch in diversen Fernsehreportagen mitgearbeitet, unter anderem für die BBC, für Channel 4, für den ORF, für RTL Sat.1, Pro7. Und Sie waren auch schon in Deutschland und in Europa als TV-Experte in verschiedensten Formaten anwesend. Und Sie haben insgesamt über 4000 Fachcontents verfasst. Das sind dann, nehme ich mal an, Artikel. Und Ihre Bücher haben insgesamt, die Sie publiziert haben, eine Gesamtauflage von über 500.000
60.000 Stück. Und ja, sie waren auch in den Bestsellerlisten von Spiegel, Focus, Stern, Manager Magazin und Handelsblatt, Experte bei Focus Online. Und sie haben auch im Jahr 2005 die Stauffer-Medaille verliehen bekommen vom Land Baden-Württemberg. Und seit 2011 tragen sie die Ehrendoktorwürde von einer rumänischen Universität, Pitezi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, für angewandten Journalismus oder Journalismuswissenschaften. Und ich habe die Frage ja schon öfters gestellt, und das ist ja auch mittlerweile nur noch eine rhetorische Frage, ist natürlich, wenn man aus diesem etablierten Mainstream kommt und dann haben wir auch schon mehrfach festgestellt, kann man sich mit kritischen Themen ja auch nun die Finger verbrennen. Aber Sie haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass Sie es auch nicht mehr ertragen konnten, dass die wichtigen Themen auszuklammern, nur um dem Mainstream eben zu genügen und als Gutmensch zu gelten. Und das rechne ich Ihnen sehr hoch an, dass Sie da diesen Mut haben, diese Schritte zu gehen und dann auch natürlich mit allen Konsequenzen. So, das war so meine Einführung zu Ihrem Lebenslauf. Es gibt noch viel, viel mehr, aber ich denke, das gibt schon mal einen ganz guten Einblick darüber, mit wem wir es zu tun haben. Und Darf ich dazu noch was ergänzen? ja, Es ist ein bisschen antiquierte Vita, die Sie vorgelesen haben. Ich möchte es bloß korrigieren, damit die Leser, ich weiß ganz genau, die kontrollieren jeden Satz, den ich sage. Ich habe zwischenzeitlich über 800.000 Bücher verkauft und über 50 publiziert. Und die Stauffer-Medaille für besondere Verdienste für das Land Baden-Württemberg habe ich bekommen. Das ist für viele überraschend, weil ich ja in die rechte Ecke gedrängt werde. Diese Stauffer-Medaille habe ich bekommen für meine Publikation über die letzten Konzentrationslager auf der Schwäbischen Alb, die ich recherchiert habe, und habe zu diesem Buch auch mit sehr, sehr viel Überlebenden der Konzentrationslager gesprochen. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und für diese Arbeit habe ich vom Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg diese Stauffer-Medaille bekommen. Nur nochmals zur Einordnung. ich finde das eine super wichtige Einordnung und ganz wichtiger Fakt. Ähm, vorab, der Titel vom neuen Buch, Deutschland muss vernichtet werden, ist ja ein Zitat. Und das Originalzitat heißt ja, wenn ich mich richtig erinnere, Germany must perish. Und dieses Buch wurde geschrieben von Theodor N. Kaufmann. Und als sie dieses Zitat und dieses Buch zum ersten Mal gesehen und gelesen haben, was hat das dann in dem Moment mit Ihnen gemacht? Also, ja, also gar nicht so viel, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt über alle Massenvernichtungspläne an den Deutschen recherchiert. Und da war Kaufmann nur einer davon, der gesagt hat, man soll die Deutschen ja durch Sterilisation in 2 Generationen ausrotten. Also es war einer von vielen Massenvernichtungsplänen. Auf die einzelnen gehe ich ja in meinem Buch ein. Das geht von der Sterilisation über den Morgentauplan, über den Plan G-Day, dass die Alliierten Giftgas über 30 deutsche Großstädte abwerfen wollten und so weiter. Das dokumentiere ich ja alles in meinem Buch. Also wie gesagt, Kaufmann war da nur ein Protagonist von vielen, aber sein Buchtitel, weil ich mache den Titel immer zum Schluss des Buches, und dieser Titel fasst eigentlich alles zusammen, was in dem Buch auch vorkommt. Ich merke, Sie sind da ein bisschen abgehärteter als ich. Ich finde das schon ziemlich beachtlich, dass überhaupt jemand ein Buch mit diesem Titel sich traut, auf den Markt zu bringen und das dann noch so dokumentiert. Ne? Das ist ja, man geht ja davon aus, wenn Leute diese Absicht haben, dass sie das im Verborgenen machen, aber dann ein Buch darüber zu schreiben, was ist das? Ist das Arroganz? Ist das Überlegenheitsgefühl? Ist es, die raffen es sowieso nicht? Wie kann man sich das erklären, dass jemand das dann so rausbringt? Also der Kaufmann war eigentlich ein unbekannter Publizist jüdischer Abstammung.
Und er hat dieses Buch geschrieben und hat eine gute Marketingstrategie gemacht. Er hat kleine Särge produzieren lassen, kleine Särge, und hat diese kleinen Särge mit seinem Buch verschickt an Politiker und andere Medien, um auf das Buch aufmerksam zu machen. Das Buch war eigentlich nicht sehr erfolgreich. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, so wird es im Mainstream dargestellt. Aber ich habe recherchiert, dass auch Roosevelt von der Kastration der Deutschen gesprochen hat. Es gibt zwar jetzt keinen Beweis, dass er das Buch gelesen hat, aber vor Erscheinen hat er diese Idee nicht und nach Erscheinen hatte er diese Idee plötzlich. Also das lässt den Schluss mal zu, ohne dass ich das hundertprozentig beweisen kann, dass Roosevelt entweder über seine Berater oder selber Artikel gelesen hat über das Buch oder vielleicht sogar das Buch selber. Entscheidend ist natürlich nicht, wie erfolgreich das Buch in Amerika war. Entscheidend ist, wie das Buch von der nationalsozialistischen Führung aufgenommen worden ist. Und Goebbels hat das Buch benutzt als Propaganda, als Beweis, dass die jüdische Klasse Deutschland vernichten will, zusammen mit dem Morgenthau-Plan. Also von dem her war das Buch eigentlich nicht sehr erfolgreich in Amerika, so wird es auch dargestellt, aber der Einfluss auf die Nationalsozialisten war sehr groß. Und wenn Goebbels das in die Hände bekommen hat, dann hat es natürlich auch Verbreitung gefunden und konnte natürlich entsprechend auch, wurde eingesetzt. Ja, brutal. Ich habe hier mal das erste Kommentar, das ich rausgesucht habe. Es sind einige. Und zwar, es geht in dem Fall um Vergewaltigung, Trauma über Generationen hinweg. Und da hat Karin hat geschrieben, meine Oma, damals 15, wurde von mehreren russischen Soldaten vergewaltigt. Meine Mutter entstand daraus. Meine Oma konnte den Anblick ihrer Tochter nicht mehr ertragen. Und dann geht es noch weiter, dass die Mutter die eigene Tochter aufgrund dieser brutalen Vergewaltigungen abgestoßen, verstoßen hat. Und hier auf Seite 176 im Buch steht aber auch beispielsweise, dass US-amerikanische Soldaten unter anderem auch Frauen vergewaltigt haben. Und ich sehe hier auch auf der Seite, auf der gleichen Seite ist ja auch von Russen vergewaltigte Frauen. Also das ist wirklich, sie haben ja die Fotos abgebildet im Buch. Das macht sonst auch, glaube ich, kaum jemand. Ja, wir haben das bewusst uns dafür entschieden, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und es ist wirklich an der Zeit, jetzt dem Grauen in die Augen zu schauen, im wahrsten Sinne des Wortes, was unserem Volk angetan worden ist. Deshalb gibt es in diesem Buch schwer erträgliche Fotos, aber letztendlich kann man von der Wahrheit auch nicht die Augen verschließen. Also das heißt auch egal ob es jetzt die Russen, die US-Amerikaner, die Briten oder auch wahrscheinlich vielleicht dann, ja, das waren, die haben die sich nicht so viel gegeben, was diese Übergriffe, diese Vergewaltigungen und Morde bleiben wir bei den Vergewaltigungen an der Zivilbevölkerung geschehen ist, haben die sich nicht viel gegeben. War das ungefähr ähnlich? Ja, natürlich, jede Vergewaltigung läuft gleich ab. Gegen den Willen der Frauen werden die Frauen zum Geschlechtsverkehr genötigt mit brutaler Gewalt. Meine eigene Familie war davon betroffen. Die meisten wissen das von der Roten Armee, die im Osten ja wirklich, wie die Überlebenden auch gesagt haben, wie Barbaren gewütet haben und die Frauen waren totales Freiwild. Was die meisten nicht wissen, ist, dass unsere sogenannten Befreier, die so als Helden hier tituliert werden im Nachkriegsdeutschland, ebenfalls Frauen vergewaltigt haben. An erster Stelle Amerikaner und Franzosen. Und ich habe mal die Einheiten recherchiert. Bei den Franzosen waren es überwiegend, das soll jetzt wieder kein Rassismus sein, das ist einfach Realität. Wenn jemand das widerlegen will, soll das gerne machen. Es waren überwiegend marokkanische und algerische, also dunkelhäutige Soldaten der französischen Armee, die deutsche Frauen vergewaltigt haben. Von den Briten habe ich nicht viele Fälle gefunden. Entschuldigung, also die Briten müssen allen Anschein nach wirklich zivilisierter gewesen sein, weil ich habe da wirklich nur Einzelfälle gefunden. Bei den Franzosen und bei den Amerikanern waren es Tausende, bei den Russen waren es Hunderttausende.
Aber wie gesagt, es lief immer gleich ab gegen den Willen der Frauen. Und was mich natürlich schockiert hat, nicht nur, dass meine eigene Familie davon betroffen war, was mich schockiert hat, dass Mädchen ab 8 Jahren und Greisinnen bis 80 Jahre und älter davon betroffen waren. Und die Russen haben, das ist auch erstmalig in meinem Buch erwähnt, die Russen haben auch jüdische Frauen vergewaltigt, die sie aus den KZ befreit haben und sogar ihre eigenen Landsmänninnen, die in Deutschland interniert waren, weil sie geglaubt haben, sie wurden umgedreht. Also die Frauen, die russischen Frauen, die in deutschen Gefängnissen waren. Und das gibt es eigentlich so noch nicht, diese Dokumentation so weitgehend. Und ich habe natürlich auch Zeitzeuginnen abgedruckt und ihre Aussagen sind so brutal, dass man sie in keinem Video erwähnen kann, weil sonst wird das Video gesperrt. Aber im Buch, das ist ja unzensiert, steht das alles drin. Total. Ich habe hier ein zweites Kommentar. Und zwar fällt das unter der Überschrift Feuersturm in Dresden, Kindheit im Inferno. Mein Mann war 8 Jahre alt, als er den Feuersturm in Dresden erlebte. Menschen brannten weiter, obwohl sie in die Elbe sprangen. Ja, das hat damit zu tun, dass die Alliierten, es gab ja mehrere Angriffe auf Dresden, nicht nur diesen einen, es war ja an mehreren Tagen und da wurde auch Phosphor eingesetzt. Und wenn sie zum Beispiel irgendetwas getragen haben, das mit Gummi zu tun hat, also ein Regenmantel oder sowas, dann hat der weitergebrannt und der war auch kaum zu löschen. Also der Gummi hat sich dann in die Haut eingebrannt. Und auch diese Beispiele kommen in meinem Buch vor. Wie gesagt, ich dokumentiere sehr viele Zeitzeugen, weil das für mich wichtig ist, weil die Historiker, ich muss es immer wiederholen, ich habe viele E-Mails bekommen, die mich kritisiert haben, dass ich die Historiker als Sesselhistoriker kritisiere, aber es ist einfach so. Wenn jemand von einer deutschen Universität sagt, nein, wir sind auch Opfer gewesen und die Alliierten waren auch schuld, hat er seinen Sessel los. Und deshalb sind diese Historiker für mich nicht objektiv. Sie beten die Siegergeschichtsschreibung nach. In dem einen oder anderen Punkt korrigieren sie sich vielleicht, aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe. Und genau das wird halt so nicht benannt. Und ich gebe den Zeitzeugen eine Stimme. Die Historikerkommission, die Dresden untersucht hat, die kritisiere ich über 10 Seiten, was da für Fehler drin waren im Historikerbericht. Und die haben auch gesagt, dass viele Zeitzeugenberichte einfach nicht stimmen. Die wären nach dem Krieg irgendwie, also auf gut Deutsch gesagt, erfunden worden. Sie hätten sich nicht mehr richtig erinnert und bla bla bla. Aber bei den jüdischen Opfern wird natürlich jedes Wort geglaubt. Und da habe ich natürlich auch in meinem Buch geschrieben, ist das dann eine Krankheit der Deutschen, dass man denen nicht glaubt, was sie nach dem Krieg sagen, und jüdische und und Opfer der Deutschen, denen glaubt man alles. Ist das eine Krankheit speziell von den Deutschen oder verstehe ich nicht? Für mich sind alle Menschen gleich. Ja, ich kann das ja sagen, für mich sind das absolute Feiglinge, die halt, die sich nicht frei äußern, die halt denken, sie müssen vielleicht ihren Hauskredit abbezahlen und da wollen sie eben sicher sein. Ähnliches hatten wir auch während Corona. Jetzt, wo alles vorbei ist, kommt mal der eine oder andere Doktor oder Professor kommt um die Ecke und sagt, ja, das hätte man nicht machen, tun sollen. Und die hätten das auch schon 2020, 2021 und 2022 tun können, haben es aber nicht getan. Und solche Männer und Frauen, die so einen Gratismut abholen, die sind absolut in meinen Augen, ja, möchte ich gar nicht sagen, was ich darüber denke. Wir müssen, das war übrigens ein Kommentar von Marion Klemm. Ja, vielen Dank dafür. Wir müssen auch nicht alles beantworten, aber ich finde es schön, also ich finde es wirklich gut, auch mal noch das alles wiederzugeben. Wir können auch die Sachen manchmal einfach so stehen lassen, wie Sie wünschen, Herr Grant. Der nächste Punkt ist Schüsse auf Zivilisten, die helfen wollten. Zivilisten, die in den Rheinwiesenlagern Essen durch den Zaun reichten, wurden von amerikanischen Soldaten erschossen, schreibt André Frost. Können Sie das bestätigen so? Also dafür habe ich jetzt keine Belege gefunden, dass Deutsche misshandelt worden sind, die helfen wollten, ja.
aber ich habe jetzt keine konkreten Ergebnisse, also keine konkreten Fälle gefunden, dass die Deutschen, die helfen wollten, erschossen wurden. Was ich aber gefunden habe, dass es gab ja viele Todesmärsche, auf die die Deutschen getrieben wurden, also hauptsächlich von Polen und Tschechen. Und die Leute, die dann helfen wollten, die wurden erschossen. Das habe ich verifizieren können. Jetzt in den reinen Wiesenlagern ist mir jetzt eigentlich bei der Recherche keiner dieser Fälle, ja, habe ich keinen dieser Fälle gelesen, was aber nicht heißt, dass es nicht gegeben hat. Michael Brandt schreibt, ja, warum gibt es keinen einzigen Hollywood-Film über die Millionen Vertriebenen und Vergewaltigten? Warum null Mitgefühl mit den deutschen Opfern? Ja, also Hollywood-Filme gibt es keine, aber es gab einen Film, der auch in Amerika erfolgreich war, der Die Flucht mit, ich glaube, Maria Furtwängler heißt die Schauspielerin. Der Film war auch in Amerika erfolgreich, aber grundsätzlich natürlich ist es so, dass amerikanische Regisseure dieses Thema natürlich meiden, weil es geht ja auch um die Finanzierung der Filme, es geht ja um Millionen und woher das Geld kommt, das brauche ich Ihnen ja jetzt nicht sagen. Und deshalb gibt es auch meiner Meinung nach keine Filme über das, also die Amerikaner werden nicht Hunderte von Millionen in einen Film stecken, indem sie sich selber ja, als Täter dann letztendlich outen. Das kann ich mir nicht vorstellen und das war bisher auch nicht so. Und von dem her ist es auch so, dass es Opfer erster und zweiter Klasse gibt. Opfer erster Klasse sind diejenigen, die von den Deutschen umgebracht worden sind. Opfer zweiter Klasse sind diejenigen Deutschen, die von den Alliierten umgebracht worden sind. Und ich wiederhole, für mich sind alle Menschen gleich. Das ist meine religiöse Überzeugung. Und ich kann nicht sagen, dieses Opfer ist mehr wert als das andere Opfer. Jedes Opfer ist eines zu viel. Die nächste Frage stammt auch von Marion, und zwar geht es da um die ethnische Auslöschung als Langzeitplan. Sie schreibt, wenn es so weitergeht, enden die Deutschen wie die amerikanischen Ureinwohner, ausgelöscht im eigenen Land. Und das bezieht sich natürlich auch auf von vor 1914 bis heute. Erster, Zweiter Weltkrieg, Versailler Vertrag und 2015 auch nochmal als Wendepunkt in der Migration, als Waffe. Was sind Ihre Gedanken dazu? Meine Gedanken dazu sind, dass ich keinen Langzeitplan recherchieren konnte, der von irgendwelchen Protagonisten so aufgesetzt worden ist, dass man sagt, in 100 Jahren wird es keine Deutschen mehr geben. Es waren immer kleine Mosaiksteine und die Kriege sind ja entstanden, auch aufgrund dessen, dass England klipp und klar die Doktrin hatte, dass keine andere Macht den europäischen Kontinent beherrschen darf. Also es war hauptsächlich gegen die Deutschen gerichtet, ging ja schon 1871 los. Das war eigentlich so eine Triebfeder, auch warum die Engländer auch keinen Frieden wollten, was Churchill ja auch selber zugegeben hat in seinen Churchill Papers. Und diese Massenvernichtungspläne waren einzelne Pläne, um die Deutschen zu vernichten, die aber nicht umgesetzt worden sind. Und es gibt meiner Meinung nach auch keinen Plan des Bevölkerungsaustausches. Aber es gibt für mich eine klare, und deshalb ist es auch der Titel, Zersetzung des deutschen Volkes seit 2015. Also wie Cem Özdemir mal gesagt hat, Bio-Deutsche gefällt mir zwar nicht so der Begriff, aber mir fällt auch gerade nichts Passendes ein. Die Bio-Deutschen werden immer weniger und dafür gibt es immer mehr Zuwanderer. Das ist tatsächlich so, also das kann man ja auch statistisch nachvollziehen, das ist ja auch keine Verschwörungstheorie. Deshalb spreche ich von Bevölkerungszersetzung und nicht Bevölkerungsaustausch, weil Bevölkerungsaustausch würde ja heißen, alle Deutschen raus und Fremde rein. Und so geht es ja nicht, sondern es wird ja langsam gemacht, über 1, 2 Generationen. Und so läuft ja die Zersetzung. Und Zersetzung ist ja auch ein Begriff, den, glaube ich, die Stasi mal erfunden hat oder benutzt hat. Dafür bin ich natürlich auch gescholten worden, dass ich diesen Begriff benutze, aber was andere sagen, ist mir egal. Wer mich angucken will, soll mich angucken. Wer mich lesen will, soll mich lesen. Wer nicht, der nicht. Ja, ganz einfach. Ich habe das Buch geschrieben für unsere Großmütter und unsere Großeltern und wer das nicht ertragen kann,
Der muss halt Bücher über andere Themen lesen. Ja. Wir haben das nächste Kommentar beziehungsweise die nächste Frage von Duke. Und der fragt, warum glauben Menschen alles über 1939 bis 45, obwohl bei Corona, NATO-Kriegen, 9/11 und so weiter selbst erleben, wie sehr wir belogen werden. Was ist da für Sie die Erklärung, warum viele Leute oder vielleicht sogar die Mehrheit das nicht schafft, diesen Switch? Re-Education läuft da seit 1945. Das heißt, man hat Zeitungen, die Amerikaner oder die Alliierten haben nur Zeitungen lizenziert, die auch ihre Siegergeschichtsschreibung weitergetragen haben, also Spiegel, Bild und so weiter. Die Professoren in den Universitäten haben ihre Stellen nur bekommen, wenn sie genauso gedacht haben wie die Sieger. Das floss dann in die Schulbücher ein, in die Medien, und das ist bis heute so. Und diese Gehirnwäsche, der wir ausgesetzt sind, die wird ja immer brutaler. Also die war ja nach dem Krieg gar nicht so schlimm wie heute. Das wird ja immer brutaler. Jeder, der gleich eine andere Meinung ist, sofort ein Nazi. Und wo das als Nazi-Vergleich nennt, ist für mich eigentlich ein Holocaust-Leugner, weil die Nationalsozialisten waren schlimmer als das, wenn man heute sagt, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist der ein Nazi. Also mit diesem Begriff sollte man dann nicht so inflationär umgehen. Von dem her wirkt die Gehirnwäsche heute noch schlimmer wie damals, und wir sehen das ja auch, dass alles versucht wird, alles, wirklich alles in den sozialen Medien, dass man andere Stimmen mundtot macht. Habe ich ja selber mitbekommen vor ein paar Tagen. Mein TikTok-Kanal mit 18.000 Abonnenten wurde einfach weggesperrt. Also man kann mich da nicht mehr erreichen. Mein YouTube-Kanal MG-Klartext wird die Reichweite eingeschränkt. Ich bekomme Bedrohungen, Beleidigungen und so weiter, das ganze Programm. Aber das wusste ich, bevor ich das Buch veröffentlicht habe, dass es losgeht. Aber ich bin einfach meinen Großeltern verpflichtet, und die stellvertretend stehen für Millionen andere, die heute als Massenmörder, also jeder Wehrmachtssoldat wird ja als Massenmörder tituliert, und es gibt ja Stimmen, die sagen, es gab keine Trümmerfrauen, die Türken haben Deutschland aufgebaut und es gab keine Trümmerfrauen und sowas, und vollkommen Quatsch. Soweit ich weiß, sind die ersten Einwanderer erst 1961 überhaupt nach Deutschland gekommen, wo das Ganze schon wieder am Laufen war, um das mal auch geschichtlich einzuordnen. Der Laden war schon wieder poliert und lief schon wieder, und dann kamen die ersten Gastarbeiter. Also von Aufbau Deutschland durch Gastarbeiter, da glaube ich, fehlt jegliche wissenschaftliche Grundlage. Also die Gastarbeiter kamen ja nicht, um Deutschland aufzubauen. Die Gastarbeiter wurden eingeladen, weil es mehr Arbeit gab wie Menschen, die diese Arbeit gemacht haben. Also Deutschland hat floriert, und dann wurden die Gastarbeiter eingeladen, und diese Story, dass dieses Land aufgebaut haben, ist vollkommener Quatsch. Es war 16 Jahre nach dem Krieg. Diese falsche Annahme, die habe ich schon öfters gehört, aber ich finde es gut, dass wir die jetzt mal so aus dem Weg geräumt haben. Denn da gibt es auch viele Leute, die da an dieses Märchen immer noch glauben und da einen gewissen Stolz drauf haben und gar nicht sich dieser Realität bewusst sind. Auch im alternativen Raum und auch im gebildeten Raum, die es eigentlich besser wissen müssten. Aber ja, so ist das halt. Sie haben schon 2 weitere Kommentare und Fragen gerade beantwortet. Und zwar von Akku kommt das Kommentar: kommt endlich aus dieser ewigen Schuld raus. Ihr habt eine Gehirnwäsche bekommen, und ich sage das als türkischstämmiger Deutscher. Das haben Sie ja gerade schon beantwortet. Und wenn Sie sagen Re-Education, dieses Re-Education-Programm ist ja auch Propaganda. Das ist auch wissenschaftlich nachweisbar, dass es diese Re-Education-Pläne gäbe, sonst hätten Sie es wahrscheinlich nicht in den Mund genommen. Genau, so ist das ja. Okay. Dann, das haben Sie auch schon... Und das verbunden mit der Frankfurter Schule, also diese für mich linkssozialistischen Vordenker, das zusammen verbunden gibt heute dieses linke, woke Konglomerat, diese Nestle-Schmutzer-Mentalität, dass wir die Schlimmsten sind auf der ganzen Welt, und einfach unsere Millionen Tote vergessen, oder ich sag's mal brutaler,
Unsere Millionen Tote werden noch einmal geschändet, indem man sie einfach ja als beiläufige Kollateralschäden bezeichnet, als Materialverschleiß. Ihr seid ja selber schuld, ihr habt das in die Welt gebracht und es ist einfach zurückgekommen. Ja, was haben meine 6-jährigen Nichten, die die Brutalität der Roten Armee erlebt haben, was hatten die gesät? Was haben Millionen kleine Kinder gesät? Was haben Frauen gesät, die vergewaltigt und umgebracht worden sind? Man kann das vielleicht sagen, klar, bei SD-Einsatzgruppen, die Juden erschossen haben oder in Konzentrationslagern einen Gräuel gemacht haben, da kann man das sagen. Aber man kann das nicht auf ein ganzes Volk übertragen. Und da bin ich ein absoluter Gegner, weil jeder Einzelne hat eine Biografie, jeder Einzelne hat eine Familiengeschichte und mein Opa war kein Massenmörder. Ende und aus. Das nächste Kommentar haben Sie auch schon beantwortet. Und zwar geht es um die Schulgeschichtsbücher, das haben wir auch schon gehört, aber ich lese trotzdem mal vor, das Kommentar. Wie einseitig und verlogen Geschichte in den Schulen unterrichtet wird, ist eine echte Schande. Das ist keine Bildung, das ist Dressur. Das haben wir schon besprochen. Ja, dann fragt Diskursverbot ist Machtinstrument. Der Hans fragt, warum steht das Infragestellen mancher historischer Themen unter Strafe? Was hat Wissenschaft mit Verboten zu tun? Das ist eine der besten Fragen, die man stellen kann, weil wenn man wissenschaftliche Forschung verbietet, dann hat man etwas zu verbergen. Und ich werde ja immer wieder mal drauf angesprochen in Interviews, auch von Ihren Kollegen kürzlich, was ich dazu sage, wenn man sagt, ich bin ein Revisionist, dann habe ich gesagt, da bin ich eigentlich stolz drauf, wenn ich dieses Wort höre, weil Revisionist, wenn das mir einer sagt, dann erkennt er mich als Wissenschaftler an, obwohl ich keiner bin, ich bin ja ein Journalist und kein Historiker, aber er erkennt mich als Wissenschaftler dann an, vielen Dank dafür, weil ohne Revisionismus gibt es keinen Fortschritt in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, weil man muss ja Forschungsergebnisse täglich revidieren. Revisionismus. Wer das nicht tut, der bleibt natürlich immer auf der nicht aktuellen Stufe stehen. Das heißt, man will einfach verhindern, dass bestimmte Dinge ans Tageslicht kommen und diejenigen, die mich kritisiert haben, dass ich diese ich darf ja nicht mehr sagen, diese Historiker kritisiert habe, da frage ich einfach mal, wenn Sie doch alles wissen und glauben, dass alles falsch ist, was ich sage, widerlegen Sie meine Quellen und warum um Gottes Namen sind noch Millionen Akten gesperrt? Warum? Wer hat Angst vor der Wahrheit? Also ich bestimmt nicht. Veröffentlicht alle Akten und dann werdet ihr sehen, dass die Geschichte ganz anders aussieht. Warum sind die gesperrt? Warum? Und das kann mir keiner beantworten. Das kann mir kein einziger beantworten, dieser Historiker, warum noch so viele Akten gesperrt sind. Also wir doktern immer mit Dokumenten herum, die eigentlich unvollständig sind und die Historiker sagen, ja, das war die Wahrheit. Nein, das war sie eben nicht, weil ich habe andere Dokumente und ich forsche ja auch in russischen Archiven. Und ich habe einfach auch andere Dokumente und andere Ansichten und andere Tagebucheinträge und andere Zeitzeugenaussagen, die bestimmte Dinge einfach in Frage stellen. Und man soll dann einfach dieses in Frage stellen. Also ein Beispiel, ich zitiere Morgenthau aus seinem eigenen Tagebuch, was er geschrieben hat. Ich nehme als Verifizierung dann Protokolle des Weißen Hauses, die wiederum bestätigen das, was Morgenthau gesagt hat. So gehe ich vor in meiner Arbeit und da sieht es mit dem Morgenthau-Plan dann ganz anders aus, wie die Historiker uns das weiß machen wollen und einfach widerlegen. Ich bitte darum widerlegen. Wenn ihr sagt, ich bin ein Revisionist, vielen Dank dafür. Dann erkennt er mich als Wissenschaftler an, weil ohne Revisionismus gibt es keine Wissenschaft. Bei den Akten und Unterlagen, die noch verschlossen sind, beziehen Sie sich da auf deutsche Archive oder beziehen Sie sich auf die Archive, die in England unter dem Park, da gibt es ja einen berühmten Park, wo die Engländer noch hunderttausende Akten verschlossen haben,
bis, ich glaube, in die nächsten 300 Jahre ist da immer noch Top Secret drauf. Beziehen sich auf welche verschlossenen Akten beziehen sich, sodass man da vielleicht auch mal aktiv werden kann? Ja, also es gibt natürlich Akten von den Engländern, Amerikanern und Russen selber, also ihre eigenen Akten, die geschlossen sind, weil es gibt dann Wahrheiten, die nicht ans Tageslicht treten dürfen. Und natürlich haben die Alliierten Millionen deutscher Akten gestohlen, sie nach Russland gebracht, nach England und nach Amerika. Zum Beispiel sehr, sehr viele Akten über die SS. Und diese Akten sind zum Großteil noch nicht veröffentlicht worden. Und da frage ich mich halt immer, naja, vor was habt ihr denn Angst? Wir sehen das ja mit den Akten von John F. Kennedy, Robert Kennedy, von den ganzen Akten. Warum sind die Epstein, warum sind die geschlossen, die Akten? Warum sind die geheim? Warum? Vor was habt ihr Angst? Veröffentlicht die. Aber wir wissen, warum sie nicht veröffentlichen. Und die deutschen Historiker beten natürlich alles das nach. Und ich sage nein, es gibt einen Grund, warum diese Akten gesperrt sind. Und der Grund heißt ganz einfach, man will die Geschichtsschreibung, die bisher zementiert ist, so weiter nachbeten, obwohl sie ganz anders aussieht, weil die Geschichte sieht ganz anders aus, weil der Beweis für mich ist ja, dass diese Akten verschlossen werden und Geheimakten sind. Deshalb ist die Geschichte ja auch ganz anders. Der Christian fragt, und zwar es geht um Thema Aufklärung über verdrängte Verbrechen. Niemand kennt die Rheinwiesenlager, weder in der Schule noch in den Medien. Warum wird das Thema nicht hervorgebracht? Aber grundsätzlich keine alliierten Massenmorde an Deutschen in Schulbüchern Einfluss finden. Und auch die Medien, wie gesagt, ich habe Ihnen ja vorher gesagt, dass die meisten großen Medien entstanden sind durch Lizenzen der Amerikaner. Und wenn Sie sehen, wer heute noch Einfluss auf die Medien hat, dann sind es amerikanische Thinktanks, aber auch, ich glaube, die SPD hat 300 Zeitungen oder sowas und Fernseh- und Radiosendungen. Also ja, wenn man das weiß, dann weiß man ganz genau, wo die Reise einfach hingeht. Man will das verschweigen. Und deshalb, ich will es einfach nochmal zeigen, deshalb dieses Buch, da steht das drin, was man eigentlich verschweigen will. Es ist immer dasselbe. Rheinwiesenlager waren 23 Lager. Es waren also mit den britischen Lagern zusammen, 1,6 Millionen Soldaten sind darin eingepfercht worden wie Tiere. Und klar, man hat in Nordrhein-Westfalen, hat die AfD mal eine Anfrage gemacht, ob man glaubt, dass es alliierte Kriegsverbrechen gegeben hat. Und die Antwort der Bundesregierung war, also sinngemäß, im Buch habe ich das zitiert, sinngemäß, also zunächst mal als Vorbemerkung, wir fallen nicht auf rechte Propaganda rein. Und ob es alliierte Kriegsverbrechen in Nordrhein-Westfalen gab, das können wir so nicht bestätigen. Das ist sowas von dermaßen bekloppt, das ist unglaublich. Und so wird das gemacht. Ne? Also nur das deutsche Tätervolk. Die Millionen deutsche Toten werden einfach übergangen. Und das hat mich wütend gemacht. Und Sie sehen es, ich bin immer noch wütend und ich bin auch ein sehr ruhiger Mensch, aber das regt mich sowas von auf, dass man über Millionen Tote hinweggeht. Das regt mich wirklich auf, weil, wie gesagt, ich bin betroffen in meiner Familie. Ich denke, jeder kann auch dazu beitragen, wenn er dieses Buch erwirbt, eben das auch selbst zu lesen und dann auch weiter zu verschenken oder das auch Interessierten zu geben, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Ich habe jetzt noch so aus den ganzen Fragen, Kommentaren, habe ich so jetzt den letzten Punkt erstmal. Und zwar, da schreibt jemand, England und Frankreich wollten Deutschland schwächen bzw. zerstören. Natürlich gibt es da noch ein paar andere Länder, die da auch dran beteiligt waren. Im Grunde genommen, wenn wir mal ehrlich sind, unter uns beiden ist Deutschland fast umzingelt von Ländern, die keine guten Absichten haben mit Deutschland. Aber Miguel fragt dann, England und Frankreich wollten Deutschland schwächen. Warum zerstören sie sich nun gerade selbst? Ja, und ich denke, er nimmt da mit Bezug auf England eben mit auch der brutalen Migration, die Unruhen, die dort herrschen, fast schon teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände in manchen Städten, wo dann Menschen abgestochen, vergewaltigt werden von Einwanderern oder beziehungsweise von Illegalen oder Flüchtlingen. Und Frankreich
Frankreich hat nicht nur 115% Staatsschuldenquote mittlerweile, sondern auch eben gerade in den Großstädten ein unheimlich krasses Problem mit den Einwanderern, auch Kriminalität und auch viel Gewalt, Drogen und so weiter. Wie erklären Sie sich das, dass diese Länder auch gerade in so einem miserablen Zustand sind, was ihre Wirtschaft angeht, was aber auch ihre Struktur und Kultur angeht? Also Miguel, vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, die ich bei anderen Interviews einfach so wahrscheinlich vergessen habe. Und zwar in meinem Buch sind ja auch über 100 Seiten Dokumente über die Grenzöffnung bis zum heutigen Jahr. Also Statistiken über Messerangriffe, Statistiken, wie viele Ausländer es gibt, Vergleiche, wie unsere Generation langsam aber sicher zersetzt wird und so weiter. Und diese Frage, gehört eigentlich auch dazu. In allen Ländern, in denen Sozialisten oder Linke regieren, also ich weiß nicht, vom Alter her bin ich ein bisschen älter als Sie, aber unter Maggie Thatcher hat es das nicht gegeben, diese Migration und diese Selbstauflösung der Engländer. Unter Maggie Thatcher hat es das nicht gegeben. Das war die eiserne Lady, die wollte lieber Krieg führen mit Argentinien und hat die Grenzen abgeschottet. Und da sehen wir ganz einfach, es geht um eine Ideologie. Und wenn ein Präsident oder wenn Ministerpräsidenten der linken Sozialisten und woken Ideologie an der Macht sind, dann versuchen sie eben diese Länder zu zersetzen. Und jetzt fragt man natürlich, warum das so ist. Naja, das ist ein alter kommunistischer Spruch. Je weniger die Leute Arbeit haben, umso mehr sind sie dann abhängig vom Staat und umso mehr kann der Staat sie dann letztendlich kontrollieren. Also diese Selbstzerstörung von Frankreich und von England, die geht natürlich von linken Kräften aus. So wie bei uns auch. Stellen Sie sich mal vor, wenn die Linken an der Regierung wären bei uns, was da los wäre in unserem Land. Ja, ich meine, SPD und mittlerweile leider auch die CDU ist ja auch kaum noch, und die Grünen vor allen Dingen sind ja nicht mehr von den Linken zu unterscheiden. Also Ja, also die CDU ist ja die grüne SPD, sage ich mal. Und das ist alles der gleiche Mischmasch. Es gibt eigentlich nur noch eine Gegenbewegung, die heißt AfD, weil die FDP ist ja nicht mehr im Parlament vertreten und wird meiner Meinung nach auch so schnell nicht mehr ins Parlament kommen. Und wenn, dann wird die FDP wieder versuchen, mit einer Partei an die Macht zu kommen. Also, ja, ich darf das Wort Prostituierte ja nicht sagen, aber ja, Sie wissen, was ich meine. Da, wo es Macht gibt, da mache ich dann einfach mit. Und von dem her, wie gesagt, weise ich in meinem Buch ja auch auf diese Missstände hin und weise auch darauf hin, warum eigentlich die Grenzen geöffnet worden sind und was das für Auswirkungen hat und so weiter. Das ist ja, in meinem Buch sind ja diese 100 Jahre beschrieben. können Sie mir über mehrere Jahre hinweg eine linke, erfolgreiche Regierung nennen auf der ganzen Welt? Also erfolgreiche, nein. Also Fällt man mir könnte gerade jetzt, ein. Ja gut, wenn Sie vielleicht sagen Korea oder China, dann okay. ja, Aber wobei China wendet ja auch kapitalistische Mittel an für ihre Marktwirtschaft, um erfolgreich zu sein. Also da sind ja Hardcore-Kapitalisten im wirtschaftlichen Bereich. Also es ist ja so ein Hybrid, ja. Aber das sehe ich ja zum Beispiel bei den deutschen Linken zum Beispiel gar nicht. Da fehlt ja komplett die wirtschaftliche Kompetenz oder die marktwirtschaftliche Kompetenz. Da geht es ja mehr um Raub, also den Reichen wegnehmen. Nur was die halt noch nicht begriffen haben, die Reichen, die gehen halt. Und dann, ich so meine, ist das. Ja. wer zahlt dann die Diäten oder die Löhne oder wer gründet die Firmen? Das hat ja noch nie geklappt in der Geschichte. Also da beißt sich doch die Katze in den eigenen Schwanz oder der Hund, was auch immer. Absolut, Sie haben absolut recht. Und deshalb sehe ich für Deutschland im Moment nicht sehr viel Chancen. Es wird schlimmer werden. Der ganze CO2- und Klimawahn, der geht ja weiter auch unter CDU. Man hat die Atomkraftwerke, die letzten gesprengt. Man muss sich das mal vorstellen. Hier in Südamerika wäre man froh, wenn man Atomkraftwerke hätte.
Und wir in Deutschland sprengen die freiwillig, also idiotischer geht es ja eigentlich nicht mehr, und machen uns dann abhängig von Energie von anderen Ländern, also hauptsächlich auch von den Amerikanern oder von den Norwegern oder von anderen, von den Franzosen kriegen wir ja zwischenzeitlich auch Strom und ja, es ist sowas von dermaßen Blödsinn, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also wenn das in der Wirtschaft passieren würde, diese Manager hätten eine Halbwertszeit von 2 Wochen und dann wären sie ihren Job los. Ja, und dann muss man auch nochmal unterscheiden zwischen DAX-Unternehmen, wo gar keine echten Unternehmer sitzen, sondern einfach nur Verwalter, die teilweise auch schon verwoben sind mit der Politik, und eben dem Mittelstand in Deutschland, wo es noch echte Unternehmer gibt, die an alle Seiten denken, an ihre Mitarbeiter, an ihr Umfeld und natürlich auch an sich und an die Firma, wo alle profitieren, wo wir eine komplette Win-Win-Situation haben. Und diese DAX-Unternehmen sind ja auch schon multinationale Unternehmen, die auch nur noch den Shareholder Value im Sinn haben. Sie kennen das ja. Und denen ist auch der Deutsche vor Ort auch völlig egal. Die haben ja meistens auch noch den goldenen Rettungsschirm, wenn sie dann doch mal wegen ihrer Leistung oder ihrer Nichtleistung entlassen werden. Das ist ja auch nochmal so diese riesige Unterscheidung. Ähm, ich weiß, die geben nicht so gerne Prognosen ab, ja, aber ich frage Sie jetzt trotzdem mal, wie schlimm wird es in Deutschland kommen, bis ein Umdenken stattfindet? Und ist Deutschland dann überhaupt noch zu retten oder wird Deutschland dann zur großen Ackerfläche? Also der deutsche Michel ist so gehirngewaschen, dass er erst aufbegehren wird, wenn sein eigener Suppenteller leer ist. Also ich kenne ja sehr, sehr viele Menschen, Sie wissen ja, ich lebe nicht mehr in Deutschland, die mir sagen, ja, wieso hast du unser Land verlassen? Hier ist es doch das schönste Land, wo es gibt. Hier hat man Rente, hier hat man ein Gesundheitssystem, bla bla bla. Also in den Ländern, ich wiederhole, in denen ich jetzt lebe, die werden in Deutschland vielleicht als dritte Weltländer angesehen, aber die Gesundheitsversorgung ist hier 10-mal besser als in Deutschland und viel moderner. Und ich sehe es einfach so, dem Deutschen geht es noch zu gut. Also die Schmerzschwelle wird vielleicht erst in einer Generation erreicht sein. Hoffnung macht mir noch der Osten. Der Osten ist noch nicht gehirngewaschen, so wie der Westen. Also die Leute in den östlichen Bundesländern, die begehren ja auch auf. Die haben ja auch die Wende letztendlich möglich gemacht. Nicht die Politik, sondern die Menschen. Aber dennoch, der Westen ist für mich verloren. Also der Westdeutschland ist für mich verloren. Ja, es gibt ja immer mehr Menschen mit nicht-deutschen Wurzeln und ja, der Westen ist verloren für mich. Tut mir leid, wenn ich das so pessimistisch sagen muss. Für den Osten habe ich noch Hoffnung und ja, vielleicht gibt es ja mal wieder irgendwie eine Staatstrennung, BRD und vielleicht eine deutsche demokratische Republik, die ohne Zensur auskommt und ohne Gefängnisse. Ich weiß es nicht, aber ich bin da nicht so optimistisch. Viele Leute, die ich kenne, sind ausgewandert und es sind keine, die Sozialhilfe bekommen, weil die bleiben alle in Deutschland. Das ist ja klar, weil hier in Südamerika bekommen sie vielleicht 50 Euro Sozialhilfe im Monat und in Deutschland dann 500 oder 600 plus Wohnung. Ist ja logisch, dass die Menschen, die nichts drauf haben, dass die in Deutschland bleiben. Aber die Menschen, die es drauf haben, es sind 250.000 pro Jahr, eine Viertelmillion, also in 10 Jahren über 2,5 Millionen Leistungsträger, die Deutschland verlassen haben. Und das sind keine Vaterlandsverräter für mich. Ich bin auch keiner. Die sind für mich klug. Warum soll ich mein Geld, meine Steuern bezahlen für etwas, was für unser Land überhaupt keinen Mehrwert hat, sondern das Geld wird ja verteilt an die Leute, die zu uns kommen. Und hier, also einer hat mal geschrieben, ich meine, so dramatisch ist es nicht, aber hier im Exil, ich sage es einfach mal, das Wort hier im Exil, kann ich natürlich viel mehr für unser Land tun, als wenn ich in Deutschland bin und jeden Tag um 6 Uhr glauben muss, steht die Polizei vor der Tür. Also von dem her habe ich unserem Land eigentlich einen Gefallen getan, indem ich nicht mehr in Deutschland bin. Und so geht es sehr, sehr vielen meinen Kollegen, die auf der ganzen Welt zwischenzeitlich sind, weil sie da einfach die Meinungsfreiheit haben. In Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit mehr. Und jeder, der was anderes sagt, ist ein Lügner. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Sie existiert nur auf dem Papier.
die Meinungsfreiheit. Aber sobald sie das Maul aufmachen, sobald sie den Mund aufmachen, Social Media wird gesperrt, zensiert, die Konten werden gekündigt, sie bekommen sie bekommen Strafbefehle und so weiter, nur weil sie eine Meinung sagen. Das muss man sich vorstellen, nur weil sie eine Meinung sagen. Ich habe viele Amerikaner als Freunde, die sagen, das gibt's nicht. Ihr seid wieder im Vierten Reich. Das ist ja schlimmer wie früher bei Hitler heute. Ihr dürft ja gar nichts mehr sagen. Bei uns laufen sie rum mit der Hakenkreuzfahne. Das ist Meinungsfreiheit. Und bei euch wird einer verhaftet, wenn er sagt, alles für, Sie wissen, was ich meine, wird er sogar mit dem Gefängnis bedroht. Das ist nicht normal. Das ist nicht mehr normal. Und das wird schlimmer werden. Das wird auch in der EU immer schlimmer werden. Man hat ja gerade vor kurzem ein neues Gesetz veröffentlicht. Und die KI-Algorithmen, ich habe ein Video gemacht auf meinem Kanal MG-Klartext, habe ich ein Video gemacht, wie man Algorithmen benutzt, um sie zum Verbrecher zu machen. Also die wissen alles, in welche Uhrzeit sie reingehen, welche Begriffe sie aufrufen, wenn eine Demonstration ist und sie schauen nach der Demonstration, sind sie schon verdächtig und so weiter. Also das ist unglaublich. Das ist so schlimm geworden, dass es für mich, ich kann in diesem Land nicht mehr leben. Tut mir leid, kann ich nicht mehr. Nee, das ist völlig nachvollziehbar und man entzieht ja dadurch diesem Krankensystem ja auch das Geld und die Energie, wenn man da rausgeht, ist ja auch völlig nachvollziehbar und vor allen Dingen, Sie haben es auch angesprochen, diese ganzen Steuern von 40, 50, 60% Abgaben und wenn man alles zusammenzählt plus Konsumsteuern, sind wir in Deutschland bei 70, 80% laut OECD, kann jeder nachschauen, das sind öffentliche Zahlen, Gesamtabgaben in Deutschland. Das Geld wird ja nicht wieder reinvestiert in die Infrastruktur, in die Bildung, in die Schulen, in die Menschen und so weiter, sondern das wird ja auch teilweise in die weite Welt hinausgeschickt. Ja, beispielsweise in ein hochkorruptes Land wie die Ukraine. Da weiß man gar nicht, wo das ankommt. Das kommt leider mit Sicherheit nicht bei dem notdürftigen Ukrainer an, sondern die Ukraine wird ja, wie man ja auch weiß, von 3 großen Mafiasträngen regiert. Die pro-westliche, die ukrainische und die pro-russische Mafia. Diese Aussage stammt übrigens von einem Obama-Berater, der selbst vor Ort gewesen ist. Und in Monaco sieht man, jedes zweite Auto, das hunderte tausend Euro kostet, hat ein ukrainisches Kennzeichen. Das Geld kommt sicherlich nicht bei den notdürftigen Menschen an. Und dann da weiterhin Geld zu schicken, halte ich für höchst. Ja, es ist einfach dieses Vorgehen ist unvorstellbar und kaum ertragbar. Und Also Milliarden für Entwicklungshilfe, Milliarden für Kriege und, also auch Israel kriegt ja auch Geld und Waffen von uns, darf man ja auch nicht vergessen. Und Milliarden an Bürgergeld für Leute, die noch nie einen Cent einbezahlt haben. Wenn man dieses Geld alles umsteuern würde in unsere Sozialsysteme, für Renten, für unsere alten Menschen, für Schulen, dann würde das ganz anders aussehen. Aber Sie sehen auch hier die Ideologie, die Ukraine muss unbedingt siegen, obwohl jeder weiß, dass es totaler Quatsch ist. Und viele sagen ja, hahaha, Russland hat in fast 4 Jahren es nicht geschafft, die Ukraine zu besiegen. Den muss ich sagen, weil ich habe 2 Publikationen darüber geschrieben und ich habe Kontakte zu russischen Informanten und zu ukrainischen, also für beide Seiten. Es ist so, dass Russland nicht gegen die Ukraine kämpft, sondern Russland kämpft gegen die ganze westliche Welt. Das muss man ja einfach mal sagen. Es ist eigentlich ein Westkrieg, den die Russen führen. Und Putin hat ja von vornherein gesagt, dass dieser Krieg mit angezogener Handbremse geführt wird, weil er sein Brudervolk nicht töten will. Es ist deshalb auch für ihn ja auch kein Krieg. Und das wird ja auch wieder verschwiegen, sondern es ist eine militärische Sonderoperation. Ja, warum Operation? Operation bedeutet nadelstichartige militärische Eingriffe und kein Krieg. Wenn Putin wirklich mal sein ganzes Waffenarsenal einsetzen würde, dann wäre die Ukraine weg vom Fenster innerhalb von 2 Wochen. Und genauso muss man es auch sehen. Man muss auch die ganze Vorgeschichte sehen, dass der Ukraine-Krieg ja schon lange vorher angefangen hat. Also 2014 hat es ja schon alles angefangen. Und ich kenne sehr, sehr viele Ukrainer, die sagen, wir wollen jetzt endlich Schluss machen. Und ob der Donbass jetzt russisch oder ukrainisch ist, ist mir egal. Wir wollen unsere Jungen,
unsere Kinder und unsere Männer wollen wir einfach nicht mehr in diesen Krieg schicken, die wirklich abgeschlachtet werden. Wir müssen endlich Frieden machen und Sie sehen, wer gegen den Frieden ist. Friedrich Merz, Macron, Starmer und Zelensky. Diese 4 sind gegen den Frieden, obwohl jeder weiß, je länger der Krieg geht, umso schlimmer wird es für die Ukraine ausgehen. Das weiß jeder. Hätte man 2022 bereits die Friedensvorschläge in Istanbul akzeptiert, wäre die Ukraine absolut super davon gekommen. Jetzt steht sie davor, den Krieg, oder die Russen sagen ja Sonderoperation, zu verlieren. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass man immer mehr und mehr Milliarden hineinpumpt und ich sitze hier und schaue mir das dann an, wenn Friedrich Merz sagt oder Boris Pistorius, ja, neue 6 Milliarden nächstes Jahr für die Ukraine und es ist unglaublich. Unser Land verarmt mehr und für Kriege haben wir Geld und das muss endlich aufhören. Und ich rate jeden, geht aus diesem Land, weil der, wo geht, ist intelligent. Und der, wo geht, ist so intelligent, dass er nachher auch wieder zurückkehren kann, wenn der ganze Spuk vorbei ist. Aber geht, entzieht dem System das Geld. Nur so funktioniert es. Nur so funktioniert es. Wenn nur noch Leute dort sind, die nichts arbeiten und staatliches Geld wollen, dann bricht der Laden zusammen. Und soweit muss es kommen. Das wahrscheinlich lasse ich weg, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass es erst so weit kommen muss, bis der gemeine Michel aufwacht. Und es wird nicht anders laufen. Dafür sind einfach zu viele Player daran interessiert, dass es sich so entwickelt. Ich denke, das ist auch ein super gutes Ende, das wir jetzt hier gefunden haben, Herr Grant. Wir werden uns mit Sicherheit demnächst mal wieder treffen zu anderen historischen Themen, denn meiner Meinung nach kann man die Gegenwart und die Zukunft nur kapieren oder auch prognostizieren, wenn man die Vergangenheit kennt. Und dann natürlich nicht die offizielle Vergangenheit, die von den Siegermächten geschrieben wurde, sondern man muss versuchen, sich der echten Wahrheit anhand von Fakten zu nähern. Und das werden wir fortsetzen, wir beide. Darauf freue ich mich sehr und bedanke mich für Ihren Einsatz, für Ihre Energie und wünsche Ihnen schon mal bei allen weiteren Artikeln und Buchprojekten viel Erfolg. Und ich wünsche auch vor allen Dingen den ganzen Zusehern trotz allem eine ruhige, angenehme Weihnachtszeit mit der Familie in Ruhe. Und ich wünsche jedem auch intelligente, schlaue Entscheidungen für die Zukunft. Und bleiben Sie gesund, Herr Grant. Danke für Ihren Einsatz und bis ganz bald. Vielen Dank. Ich wünsche das unseren Zuschauern natürlich auch alles, was Sie gesagt haben. Ich möchte noch eine Anmerkung machen, und zwar kaufen Sie das Buch nicht bei Amazon, sondern im Shop, weil Amazon blockiert. Jeden Tag gibt es da andere Mitteilungen. Die Leser, die das Buch bestellt haben, bekommen Stornierungsschreiben und so weiter. Also beim Verlag bitte bestellen. Und da das Buch, die ersten 2 Auflagen schon verkauft sind, wird die 3. Auflage im Moment gedruckt. Deshalb gibt es ein bisschen Verzögerung, aber vom Kopf erhalten Sie das Buch. Von Amazon ist es fraglich. Und ich wünsche auch von meiner Seite und von meiner Familie aus ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Und ich werde trotzdem am Ball bleiben für Sie, für euch, für unsere Großeltern. Vielen Dank. Bis demnächst.